Auf einer Landwirtschaftsmesse in Maryland sahen die Preisschweine 2017 nicht gerade gut aus. Die Schweine waren fiebrig, mit entzündeten Augen und laufenden Schnauzen. Während sich die Veranstalter um die Schweine sorgten, machte sich die Gesundheitsbehörde Sorgen um kranke Messebesucher. Einige hatten die Schweine gestreichelt, andere waren nur in der Nähe der Ställe gewesen, aber schon bald wurde bei 40 von ihnen Schweinegrippe diagnostiziert. Meist stecken kranke Tiere keine Menschen an, doch wenn sie es tun, lösen diese artübergreifenden Infektionen oder Wirtssprünge von Viren mitunter tödliche Epidemien aus. Aber wie können Krankheitserreger einer Art eine andere infizieren? Und was macht Wirtssprünge so gefährlich? Viren sind eine Art organische Parasiten, die fast alle Lebensformen infizieren. Um zu überleben und sich zu vermehren, müssen sie 3 Phasen durchlaufen: den Kontakt mit einem geeigneten Wirt, die Infektion und Vermehrung sowie die Übertragung auf andere Exemplare. Sehen wir uns als Beispiel die menschliche Grippe an. Zuerst trifft das Grippevirus auf einen neuen Wirt und dringt in dessen Atemwege ein. Das ist nicht weiter schwer. Aber um dort zu überleben, muss das Virus eine erfolgreiche Infektion schaffen, bevor es vom Immunsystem vernichtet wird. Dazu haben Viren spezielle Wechselwirkungen mit ihren Wirtsspezies entwickelt. Menschliche Grippeviren sind mit Proteinen bedeckt, die sich an entsprechende Rezeptoren auf unseren Atemwegszellen anbinden. Sobald ein Virus in eine Zelle eingedrungen ist, nutzt es weitere Anpassungen, um die Vermehrungsmaschinerie der Wirtszelle zu kapern und sein eigenes Erbgut zu replizieren. Jetzt muss das Virus das Immunsystem des Wirts nur noch lange genug unterdrücken oder umgehen, um sich ausreichend zu vermehren und weitere Zellen zu infizieren. Ab diesem Punkt kann die Grippe durch infizierte Körperflüssigkeiten auf das nächste Opfer übertragen werden. Durch dieses Niesen kommt das Virus aber auch in Kontakt mit Haustieren, Pflanzen oder sogar deinem Essen. Viren treffen ständig auf neue Arten und versuchen sie zu infizieren. In der Regel scheitert dies jedoch. In den meisten Fällen ist der genetische Unterschied zwischen den beiden Wirten zu groß. Für ein an den Menschen angepasstes Virus wäre eine Salatzelle eine fremde und unwirtliche Umgebung. Aber in der Umwelt zirkulieren unzählige Viren, die alle das Potenzial haben, auf neue Wirte zu treffen. Und da sich Viren schnell millionenfach vermehren, können sie auch rasch zufällige Mutationen entwickeln. Die meisten Mutationen haben keine oder sogar negative Auswirkungen, aber ein kleiner Teil kann es dem Erreger ermöglichen, eine neue Art besser zu infizieren. Die Chancen, diese verheerende Genlotterie zu gewinnen, steigen mit der Zeit oder wenn die neue Art eng mit dem eigentlichen Wirt des Virus verwandt ist. Ein an ein anderes Säugetier angepasstes Virus braucht wahrscheinlich nur ein paar Mutationen, um Menschen zu infizieren. Und ein an unseren engsten genetischen Verwandten, den Schimpansen, angepasstes Virus braucht vielleicht gar keine Veränderungen. Ein erfolgreicher Wirtssprung erfordert aber mehr als nur Zeit und genetische Ähnlichkeit. Manche Viren sind zwar in der Lage, die Zellen eines neuen Wirts zu infizieren, können dann aber der Immunreaktion nicht entgehen. Andere haben es schwer, auf neue Wirte überzuspringen. Zum Beispiel können sie zwar dessen Blut ansteckend machen, aber nicht dessen Speichel. Sobald ein Wirtssprung jedoch das Übertragungsstadium erreicht, wird das Virus deutlich gefährlicher. Da der Erreger nun in 2 Wirten heranwächst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er zu einem erfolgreicheren Virus mutiert, doppelt so hoch. Und jeder neue Wirt erhöht das Epidemiepotenzial weiter. Virologen suchen ständig nach Mutationen, die die Gefahr erhöhen, dass Viren wie die Influenza überspringen. Die Vorhersage der nächsten möglichen Epidemie ist jedoch eine große Herausforderung. Es gibt eine riesige Vielfalt von Viren, die wir gerade erst zu entdecken beginnen. Die Eigenschaften dieser Erreger werden unermüdlich erforscht und durch Überwachung von Populationen zur Erkennung von Ausbrüchen können Impfstoffe und Eindämmungsprotokolle entwickelt werden, um tödliche Epidemien zu verhindern. Hast du manchmal das Gefühl, nicht genug über deinen eigenen Körper zu wissen? Abonniere diesen Kanal und erfahre alles über Haarausfall, Muskelwachstum und die Frage, warum wir an so vielen zufälligen Stellen Haare haben. Bleib neugierig, bleib informiert.